Actually, I'm a plant person. So my training and the first parts of my career was entirely in plants. But also plants are really important because they are our food and they make our oxygen. So without plants, there would be nothing that we know on this planet. Dario Leister and his team are working to improve global food security in the face of climate change. By exposing microorganisms such as green algae to extreme light and heat, they are discovering new and exciting ways for plants to utilize a broader spectrum of sunlight in order to grow. It is about making photosynthesis more efficient. And in photosynthesis, the sunlight is converted into kind of energy, and we try to make organisms which can use the sunlight much better than it is done in the moment. Das ist ca. 1% der Lichtenergie, die eigentlich nur genutzt wird von photosynthetischen Organismen. Und das heißt, wir haben sehr viel Platz für Verbesserung. Also langfristig soll auch dieser Forschungsbereich die Lichtreaktionen der Photosynthese verbessern. Und der Nutzen ist eigentlich sehr groß im Hinblick zum Beispiel auf Nutzpflanzen. Also für die Landwirtschaft wäre das ein Riesengewinn, wenn wir die Photosynthese verbessern könnten. With EU support, they have developed test gardens that enable them to observe the evolution of a microorganism in fast forward. The insights gained from these experiments can be applied to larger plants, paving the way for more resilient crops. Also im Grunde genommen ist es eine Art Mini-Labor, in dem wir sehr gute und sehr starke Methoden anwenden können daraus dann Erkenntnisse ableiten, die dann eventuell übertragbar sind auf Landpflanzen. Das ist das grundlegende Konzept. The microorganisms might not care that much about climate change, but we have the hope that we can transfer some of the results to plants. Und unsere langfristige Vision ist es, dass wir, eine große Batterie verschiedener Nutzpflanzenvarianten herstellen können, die für verschiedene, sehr herausfordernde Umgebungen und Umwelten ideal geeignet sind, um letzten Endes Ernährungssicherheit gewährleisten zu können, letzten Endes gegebenenfalls auch die Produktion wertvoller Rohstoffe sicherstellen zu können. Funding through the European Research Council, ERC, has helped the team come closer to their vision. Wir haben Beobachtungen gemacht, die laut Lehrbuch eigentlich so nicht möglich sein sollten. Und das ist natürlich genau das, warum man Forschung betreibt. And the funding by the ERC is instrumental for this. And I think it's not only prestigious, I think it's vital to make breakthrough science. I consider this as my calling. It makes fun, it's nice that I'm paid for it, but it's a dream job and I would like to continue as long as possible. The EU stands for science. Do you?